Moin, ich bin Gunnar, Consultant im Team von Valuant und wir wollen uns heute gemeinsam nochmal ein Beispiel aus dem Manufacturing-Bereich mit der Revenue Cloud anschauen. Und zwar wollen wir ein bisschen tiefer in den Product Configurator einsteigen. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten in der Vergangenheit schon mal ein kurzes Demo-Video zum Product Configurator gemacht, in dem wir insbesondere eben auf die Abhängigkeiten eingegangen sind, wollen aber eben heute nochmal stärker auf den Bereich Manufacturing, also das herstellende Gewerbe eingehen. Klassische Herausforderungen, die wir da immer wieder sehen, und ich mache hier vielleicht mal meinen Bildschirm etwas größer, damit ihr es auch besser sehen könnt. Wir sehen immer wieder, dass ja im Grunde das Produktwissen, die Abhängigkeiten, insbesondere bei komplexen Konfigurationen in verschiedenen Systemen liegen, manuell gepflegt werden und da einfach keine sozusagen Source of Truth liegt. Aber auch schon öfter mal gehört, es gibt sogar zwei Sources of Truth. Single Sources of Truth, also nicht gerade der Idealzustand, führt letztlich natürlich zu Fehlern in der Konstruktion und im Angebot, die danach wieder korrigiert werden müssen oder im Zweifelsfall einfach ersetzt werden müssen, um das Angebot trotzdem rauszuschicken oder die Maschine rauszuschicken und dann letztlich ja einfach Marge flöten geht, weil beispielsweise teurere Komponenten eingebaut werden müssen. Ja, wie gesagt, liegt entweder in den Köpfen Einzelner oder eben in verschiedenen Systemen und jetzt nicht gerade in dem System unbedingt, wo am Ende auch das Angebot erstellt wird, sondern vielleicht gibt es eben ein separates CAD-System, wo das Ganze aufgesetzt wird und dann wieder übernommen wird in ein anderes Tool, um das in einem Angebot zusammenzupacken. Ja, also heißt letztlich auch für einen Vertriebler ganz klar unklare Strukturen, keine Sichtbarkeit auf diese Komponenten. Das Ganze kann nicht eingesehen und nicht nachvollzogen werden. Und wenn es Änderungen gibt, dann wirken sich diese sozusagen auch nicht down the line auf alles aus, sondern sind eben nicht nachvollziehbar. Und insbesondere, wenn es um komplexe Abbildungen von Produkten und Produktkombinationen geht, dann dauert das oftmals sehr lange oder wenn wir uns nicht gut aufgesetzt das System diese komplexen Konfigurationen nicht unterstützt, kann das auch eben zu Ergebnissen führen, die am Ende gar nicht funktionieren oder funktionieren sollten. Und letztlich, ja, wenn wir ein System haben, wo sozusagen das technische Angebot erstellt wird und an anderen Teilen das kommerzielle Angebot, kann das letztlich auch dazu führen, ja, weil wir einfach einen Systembruch haben, dass in der Konfiguration selber Fehler auftauchen. Das Ganze kann eben mit der Revenue Cloud deutlich einfacher gestaltet werden. Ja, also anstatt dass wir da eben inkompatible Variablen haben innerhalb einer Konfiguration, können wir das eben mit CML, also der Constraint Model Language, abgreifen und ganz automatisch eben verhindern, dass diese Kombinationen gesetzt werden. Wir haben eben wirklich zentral in einem System, wo eben auch unsere Produkte leben, wo sozusagen auch Attribute, Produktregeln dazu leben, die Beziehungen im Constraint Builder, in Product Configurator abgebildet und dieses Wissen kann natürlich wiederverwendet werden und eben auch über unsere Bundles hinweg verwendet werden. Ja, also nicht nur für ein Produkt, sondern eben auch das Produkt mit seinen Attributen und den Abhängigkeiten vielleicht zu weiteren Bundeln. Hatten wir uns beim letzten Mal zum Beispiel schon mal so High-Level angeschaut, beispielsweise wenn wir dann einen Laptop mit einem Drucker zusammen verkaufen und natürlich innerhalb dieser Komponenten Abhängigkeiten bestehen. Und anstatt dass wir da eben ganz unklare Strukturen haben wir wirklich eben eine Transparenz, nicht nur für die Produktkonfiguratoren selber, sozusagen die technischen Produktkonfiguratoren, sondern letztlich eben auch für den Vertrieb. Und wir haben eben eine sehr leistungsfähige Engine, die dahinter steht bei Salesforce und es auch möglich macht, dass wir selbst mit komplexen Konfigurationen, wo viele Kalkulationen hinterstehen, viele Sachen mit einbezogen werden müssen, weil wir eben so viele Kombinationen haben, beispielsweise wir immer noch eine ziemlich gute Performance haben im Vergleich zum Wettbewerb. Und ja, wie gesagt, wir kriegen als Nutzer und insbesondere als Vertriebler dann auch direkt ein Feedback darauf, ob das Ganze jetzt funktioniert oder angepasst werden muss. Wir kriegen eine Warnung direkt auf dem Angebot oder in der Angebotskonfiguration, beispielsweise auch Empfehlungen, was dazugehören sollte oder was in der Regel mitgekauft wird. Und all das können wir eben ganz zentral in Salesforce abbilden. Jetzt haben wir uns das einmal angeschaut, aber natürlich wollen wir auch sehen, wie sieht das Ganze in Salesforce dann am Ende wirklich aus. Ja, und dafür wechsle ich vielleicht nicht direkt nach Salesforce, sondern vielleicht erstmal auf ein Tool, das viele sicherlich kennen. Und zwar haben wir hier unseren
sozusagen unsere kleine Excel, wo unsere Regeln, die wir jetzt für unser Beispiel einmal runtergeschrieben haben. Und das kennen sicherlich auch einige, dass wenn vielleicht sogar kein System dahinter liegt, wo diese Abhängigkeiten wirklich hinterlegt sind, das System in der Regel eine Excel ist. Und das ist natürlich unglaublich ineffizient, wenn ich als Vertriebler mir aus einer Excel nochmal Abhängigkeiten rauslesen muss, während ich irgendwie eine komplexe Maschine konfiguriere. Ja, also das ist für viele sicherlich der Startpunkt, wenn es darum geht, eben solche komplexen Sachen abzubilden. So. Und wir sehen hier beispielsweise, ja, also wir befinden uns jetzt in einem Beispiel der Hydrotech Solutions und verkaufen in unserem Beispiel hier eben Kaffeeröstmaschinen, wo wir natürlich auf einige Sachen achten müssen. Ihr seht direkt die erste Regel, beispielsweise wenn wir hier einen großen Roaster haben in der höheren Kapazität, dann brauchen wir natürlich eine Emission Control mit dabei. Wir sehen beispielsweise, je nachdem, was für einen Burner-Type wir haben, was für eine Verbrennungstyp wir haben, dass wir eben verschiedene sozusagen Komponenten aus dem Bereich Emissions brauchen. So, aber das Ganze wollen wir uns eben auch in Salesforce einmal anschauen. Ich bin jetzt hier auf einem Angebot für die Brewnova Coffee AG. Wie gesagt, wir sind jetzt als Vertriebler bei der Hydrotech Solutions gerade dabei, ein Angebot zu entwickeln und öffnen wie gehabt erstmal unseren Katalog und schauen uns da mal unsere Komponenten und Maschinen an. Wir haben jetzt hier natürlich einiges an Produkten drin. Das, was wir aber am Ende machen wollen, wir wollen eine Kaffeeröstmaschine konfigurieren. Und da gehen wir auch direkt mal rein. Wir sehen jetzt also hier unsere Maschine mit verschiedenen, ich verschiebe nochmal mein Bild etwas an die Seite, mit verschiedenen Abhängigkeiten. Wir sehen also beispielsweise Intake, Roasting Unit, Exhaust and Emission, eine Automation und IoT-Komponente, Safety und Compliance, wo beispielsweise dann ein Industrial Fire Extinguisher mit dabei ist und natürlich auch Services. Und wenn wir jetzt gerade nochmal zurückdenken, wir hatten gerade beispielsweise hier unsere erste Regel, die ich angesprochen hatte. Wenn wir jetzt die Roaster Capacity auf 120 Kilogramm erhöhen, dann brauchen wir natürlich unbedingt was aus dem Bereich Emissions Unit dazu. Und wir haben auch die Abhängigkeiten, eben je nachdem, was für einen Burner-Type wir wählen, dass wir verschiedene Emission System brauchen. Bei Default sind jetzt hier gerade die 60 Kilo ausgewählt. Und wir sehen dann eben auch entsprechend, ja, wir haben hier einen Thermal Afterburner ausgewählt und auch einen Heat Recovery Exchanger kann ich sozusagen auch nicht entwählen. Wenn ich jetzt hier auf die 120 Kilogramm wechsle, dann sehen wir zum einen natürlich der Preis, der sich anpasst. Zum anderen sehen wir aber auch, dass diese Optionen hier automatisch gewählt werden. Wenn ich jetzt einmal hier noch ein bisschen weitergehe und unseren Burner-Type von Gas auf Electric ändere und dann nochmal schaue in Exhaust and Emission, sehen wir, da hat sich was geändert. Eine Option ist gar nicht mehr verfügbar zur Auswahl und wir haben eben unseren Catalytic Purifier direkt per Default ausgewählt, weil das eben in dieser Variante benötigt wird. Wenn wir das Ganze jetzt wieder rückgängig machen würden und wieder von Electric auf Gas umsteigen als Burner-Type, dann sehen wir eben auf der anderen Seite wieder, jetzt ist Heat Recovery Exchanger und Thermal Afterburner bei Default auch ausgewählt. Heißt also ganz klar für uns und sehr einfach, dass wir hier auch direkt schon ein Feedback bekommen als Vertriebler, beziehungsweise sehr einfach geführt werden und sicherstellen, naja, das sind hier komplexe Maschinen und ich als Vertriebler habe natürlich eine gewisse technische Expertise, aber die ist natürlich limitiert. Gerade wenn ich als Vertriebler irgendwie neu anfange bei Hydrotech, dann brauche ich natürlich ein bisschen Guidance und durch diese Constraints bekomme ich eben genau diese Guidance geliefert und kann sicherstellen, dass ich am Ende wirklich auch eine technisch einwandfreie Maschine hier anbiete. Vielleicht gehen wir aber noch mal einen Schritt weiter und schauen auch unter die Haube. Wir haben ja, wie gesagt, unser Konfigurationssheet und das Ganze ist eben ganz zentral in Salesforce im Rahmen unserer Constraints abgebildet. Ja, wir können das Ganze hier gerade einmal im Visual Builder sehen und sehen hier sozusagen alle verschiedenen Regeln, die wir haben, die wir abgebildet haben. Und wir können natürlich auch nochmal wechseln in unseren CML-Editor, wo wir dann eben diese verschiedenen Komponenten auch nochmal als sozusagen in der Constraint Model Language sehen. Und da sehen wir eben auch unsere eigenen einzelnen Regeln sozusagen markiert, ganz transparent und können eben nachvollziehen,
was da passiert. Aber der Vorteil ist eben wirklich, dass wir hier nicht nur, und das haben wir gerade gesehen, im Visual Editor auf die Constraint Model Language vertrauen müssen, sondern wir können das Ganze auch visuell bearbeiten. Aber wenn wir dann eben einen Schritt weiter in der Komplexität gehen wollen, haben wir eben auch den CML Editor und die Constraint Model Language zur Verfügung. Vielleicht das einmal so als ein kleiner Einblick auch in diesen Manufacturing-Anwendungsfall. Wenn ihr gerade dabei seid oder Probleme habt, eben so komplexe Produktrelationen und Constraints abzubilden und das bei euch eben in nicht nur einer, sondern mehreren Single Sources of Truth lebt, dann kommt doch auf uns zu und wir helfen euch dabei, das Ganze eben in Salesforce zu überführen und auch für den Vertrieb nutzbar zu machen. Vielen Dank.